Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von MakerMouths und heute will ich euch zeigen, wie man diese Messenger Bag näht. Das Schnittmuster dazu findet ihr in meinem Shop, den ich euch in der Infobox verlinke. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch gleich noch einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Abonniert meinen Kanal, um keine Nähvideos mehr zu verpassen. MakerMouths Sewing. Nähen mit der Maus. Die Messenger Bag ist der ideale Begleiter für unterwegs. Die Messenger Bag hat eine Abmessung von ca. 24 x 23 x 8 cm und ist schnell und leicht genäht. Das Hauptfach bietet jede Menge Platz für Gebrauchsgegenstände. 2 weitere Taschenbeutel und 2 Reißverschlusstaschen sorgen für Ordnung. Schneidet alle Teile aus. Zweimal die Außentasche. Zeichnet euch dafür die Markierung für das Klettband auf eine Seite, auf die andere Seite die Position der Tasche. Außerdem sollten die Ecken mit Vlies verstärkt werden. Der Taschenbeutel für die Außentasche wird zweimal benötigt. Versäubert beide Beutel einmal außen herum. Auf einer Seite wird die Reißverschlussmarkierung aufgezeichnet. Die Innentasche wird zweimal zugeschnitten. Zeichnet euch auf einer Seite die Position des Taschenbeutels an. Der Taschenbeutel wird einmal zugeschnitten und außen herum versäubert. Die innere Taschenklappe wird einmal zugeschnitten. Zeichnet euch die Markierung für das Flauschband ein. Für die äußere Taschenklappe braucht ihr die untere Taschenklappe. Zeichnet euch die Position des Beutels auf und versäubert die gerade. Die obere Taschenklappe wird unten versäubert, der Taschenbeutel einmal außen herum. Außerdem braucht ihr noch Klettband 2 x 9 cm lang, ein Flauschband 26 cm lang, einen 26 cm langen Reißverschluss und einen 17 cm langen Reißverschluss, doppelseitiges Klebeband und Taschenträger. Wie man diese herstellt, könnt ihr euch in einem separaten Video, das ich euch in der Infobox verlinke, anschauen. Klebt auf ein Schnittteil der Außentasche mit doppelseitigem Klebeband die Klettbänder an der markierten Stelle fest und näht sie einmal außen herum an. Auf der anderen Außentasche platzieren wir den Reißverschlussbeutel mit der linken Seite nach oben mit Stecknadeln. Nun nähen wir einmal um das Rechteck herum. Danach schneiden wir den mittleren Strich und die Ecken schräg bis kurz vor die Naht ein. Wendet dann den Beutel durch das Loch nach innen und bügelt die Ecken flach. Platziert den Reißverschluss in dem Loch. Ein doppelseitiges Klebeband hilft euch bei der Positionierung. Mit einem Reißverschluss-Nähfuß nähen wir einmal knappkantig um den Reißverschluss herum. Vor den Zipper stechen wir mit der Nadel ein, heben das Füßchen und ziehen den Zipper nach hinten und nähen weiter. Steckt dann den zweiten Taschenbeutel rechts auf den ersten Taschenbeutel und näht sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen.
Passt aber auf, dass ihr nicht die Außentasche mit annäht. Legt dann die Außentaschenteile rechts auf rechts zusammen und steckt sie fest. Näht die Teile an den Seiten zusammen. Der obere Rand bleibt offen. Versäubern ist nicht unbedingt notwendig und kann auch weggelassen werden. Näht die Seiten Nähfüßchen breit mit einem Geradstich zusammen. Zieht dann die Bodenecken so auseinander, dass sie eine Gerade ergeben. Näht sie mit 0,5 cm Nahtzugabe zusammen. Bügelt die Nähte flach. Ich mache das hier mit einem Bügelkissen. Klappt eine lange Seite vom Innenbeutel 2,5 cm auf die linke Seite um und bügelt sie. Steckt den Saum mit Klammern fest und näht ihn an. Bügelt dann die beiden kurzen Kanten nach innen um. Verlängere die Markierung von der Innentasche unten nach links und rechts und lege den Innenbeutel verkehrt herum rechts auf rechts darauf, so dass die Nahtzugabenmarkierungen aufeinander liegen. Steckt die beiden Teile zusammen und näht sie fest. Klappt dann die Tasche gerade nach oben und näht sie einmal außen herum knappkantig fest, außer an der Öffnung. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Stecke dann die beiden Innentaschen rechts auf rechts zusammen und nähe sie wie die Außentaschen. Ziehe dann wieder die Bodenecken auseinander, sodass sie eine Gerade ergeben, und näht sie mit 0,5 cm Nahtzugabe zusammen. Bügelt dann die Nähte flach. Klebe das Flauschband mit doppelseitigem Klebeband auf die Markierung der Innentaschenklappe, auf die rechte Stoffseite. Nähe das Flauschband an. Lege den Reißverschluss rechts auf rechts auf die Taschenklappe. Stecke ihn oben bündig fest. Der Reißverschlussanfang sollte ca. 1 cm innerhalb der Seite beginnen. Nähe den Reißverschluss mit dem Reißverschlussnähfuß an.
Vor dem Zipper stecken wir wieder mit der Nadel ein, heben das Füßchen und ziehen den Zipper nach hinten und nähen weiter. Bügle dann die Taschenklappe nach unten und steppe sie fest. Dann legt ihr die obere Taschenklappe bündig zu der unteren. Legt die Taschenklappe rechts auf die andere Seite des Reißverschlusses, steckt sie fest und näht sie an. Bügelt dann die obere Taschenklappe 3 cm nach unten, sodass der Reißverschluss versteckt wird. Steckt diese so fest und öffnet den Reißverschluss etwas. Näht dann den Taschenbeutel der unteren Taschenklappe genauso wie den Taschenbeutel der Innentasche an. Dann legt ihr die innere und äußere Taschenklappe rechts aufeinander und steckt sie mit Klammern fest. Näht einmal um die Rundung herum, oben bleibt offen. Ich habe hier schon mit der Overlock versäubert. Der Schritt ist nicht unbedingt notwendig. Wendet die Taschenklappe auf rechts, formt die Ecken schön aus und steckt sie fest. Näht dann knappkantig einmal außen herum, außer an der oberen Öffnung. Versäubert die Öffnung mit der Overlock oder dem Zickzackstich eurer Nähmaschine. Näht 3 cm über den Knick des versteckten Reißverschlusses eine Naht. Bügelt 1 cm Nahtzugabe an der Taschenklappenoberseite um. Steckt die Innentasche in die Außentasche links auf links. Die Seitennähte sollten dabei aufeinandertreffen. Steckt sie fest und biegt sie dabei zweimal 1 cm um. Näht den Rand einmal außen herum fest. Steckt dann die Träger mittig an den Seiten fest und näht sie mit einem Kreuz an. Wenn ihr Hilfe mit dem Nähen von Taschenträgern braucht, schaut euch das Video in der Infobox an. Steckt die Taschenklappe an die Markierung der Taschenrückseite und näht die Klappe fest. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch eine zweite Naht 1 cm weiter oben nähen. Das ist aber nicht zwingend notwendig.
Falls ihr nicht ganz gerade genäht habt, richtet die Taschenklappe vorne aus, nicht an der Markierung. Fertig ist die Messenger-Bag. Weitere Taschen- und Nähvideos findet ihr in meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Servus!